Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich darf Sie hier im Raum, liebes Präsenzpublikum, ganz herzlich begrüßen zur Ringvorlesung, zur neuen Ringvorlesung der Ludwig-Maximilians-Universität. Also ich möchte Sie wirklich ganz herzlich begrüßen, denn als ich vorhin zum Hauptgebäude gelaufen bin, habe ich mir gedacht, die Witterungsbedingungen geben mir so eine Erwartungshaltung, dass ungefähr 2 bis 3 Leute und die nur aus Versehen hierher kommen. Aber jetzt sehe ich, der Saal ist gut gefüllt, Sie sind gekommen, trotz dieses Novemberwetters. Also vielen herzlichen Dank. Und dann möchte ich natürlich ganz herzlich unser Online-Publikum begrüßen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben wieder eine überwältigende Zahl von Anmeldungen. Sie wissen ja, Präsenzpublikum, da brauchen Sie keine Anmeldung. Wir sind eine Vorlesung, kommen Sie zu uns. Und beim Online-Publikum bitten wir Sie, sich anzumelden. Und da haben wir eine große Zahl und da freue ich mich. Und beides zusammen macht das Format der Ringvorlesung aus. Wir wollen sehr viele Menschen erreichen. Wir wollen für sehr viele Menschen das Fenster zur Wissenschaft an der LMU öffnen. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir das so realisieren können. Nun, es ist ein neues Format der Ringvorlesung, dazu sage ich nachher gleich etwas, aber es ist nicht ganz neu. Schon im letzten Wintersemester hatten wir ja dieses hybride Format ausprobiert und als wir uns die Zahlen angeguckt haben, haben wir gesehen, das ist nun wirklich ein Erfolgsmodell. Denn so viele Menschen haben wir noch nie in der Geschichte der Ringvorlesung hier an der LMU erreicht und deswegen haben wir dieses Format ein bisschen weiterentwickelt. Und dieses Format, das konnten wir nur weiterentwickeln, weil wir Unterstützung hatten. Wir haben die technische Unterstützung, wir haben das grandiose Know-how und wir haben das fantastische Engagement der Media School Bayern, die auch heute wieder hier im Raum ist und dafür sorgt, dass unser Online-Publikum mit dieser Vorlesung versorgt werden kann. Und dafür möchte ich mich in der Tat ganz herzlich bei der Media School bedanken. Aber all das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die Ressourcen hätten, um das auf die Beine zu stellen. Und tatsächlich, das will ich gar nicht verschweigen, ist es ein kostspieliges Unternehmen. Und dass wir das auf die Beine stellen konnten, das liegt an der wirklich großzügigen und fundamentalen und substanziellen Unterstützung der Münchner Universitätsgesellschaft, die die Universität auf breitester Front unterstützt, aber natürlich auch ein ganz wichtiger Ermöglicher dieser Ringvorlesung ist. Und deswegen freue ich mich, dass neben mir der Vorsitzende des Vorstands der Münchner Universitätsgesellschaft, Professor Höppe, steht und ihm würde ich gern das Wort geben. Und ich freue mich, dass die Universitätsgesellschaft uns so treu und so zuverlässig unterstützt und möchte dafür einfach auch herzlich Danke sagen. Ja, lieber Herr Jaraus, ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam hier auf der Bühne der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität stehen. Wir haben schon eine gewisse Tradition jetzt mittlerweile, denn die Münchner Universitätsgesellschaft, das ist der Förderverein seit 101 Jahren der Ludwig-Maximilians-Universität, hat eine lange Tradition, die Ringvorlesungen zu unterstützen. In diesem Jahr ist die Ringvorlesung das Fenster zur Wissenschaft und das ist natürlich etwas, was genau auf die Ziele auch der Münchner Universitätsgesellschaft einzahlt. Wir fördern nicht nur Forschung und Lehre an der LMU, sondern wir sind auch jene, die Brücken bauen wollen. Brücken bauen zwischen der Wissenschaft an der Universität und der Gesellschaft. Und wie kann das besser gelingen als mit einer Veranstaltung wie dieser heute Abend und den folgenden Veranstaltungen im Studienjahr 2023/2024. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie uns bei unserer Arbeit der Förderung von Forschung und Lehre, aber auch der Unterstützung von solchen Veranstaltungen helfen wollen, uns unterstützen wollen, dann wäre meine Bitte, falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied der Münchner Universitätsgesellschaft. Für 60 € im Jahr
können Sie das werden. Und wir bieten Ihnen wirklich sehr viel. Wir laden Sie zu Veranstaltungen wie dieser ein, aber auch vielen anderen, die nicht öffentlich sind, die dann nur für unsere Mitglieder gemacht sind. Überlegen Sie sich's, ich würde mich sehr freuen. Und damit übergebe ich dann wieder an Sie, Herr Professor Jaraus, der Sie ja die Veranstaltung moderieren werden. Und ich freue mich sehr, das erste Thema ist ja sehr attraktiv. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, dass ich ganz kurz etwas zur Idee des neuen Formats der Ringvorlesung sage und Ihnen dann noch ein paar technische Hinweise gebe. Nun ja, das ist nun tatsächlich unsere Grundidee. Das ist der Zweck dieser Ringvorlesung. In dieser Ringvorlesung wollen wir einen Einblick geben in die Forschung der Ludwig-Maximilians-Universität. Und wir wollen Ihnen einen Einblick geben bei solchen Themen, die von großer gesellschaftlicher Relevanz sind. Und wir beginnen heute mit einem Thema, dessen gesellschaftliche Relevanz, glaube ich, nicht in Frage zu stellen ist, mit dem Thema Nachhaltigkeit oder ein bisschen genauer formuliert gefährdete Nachhaltigkeitsziele. Wie können wir umsteuern? Das ist sozusagen unser Fokus hier an der LMU, den wir Ihnen als dieses Fenster zur Wissenschaft präsentieren wollen. Und die Form, in der wir Ihnen das präsentieren wollen, hat schon so etwas wie eine gewisse inter- oder transdisziplinäre Breite. Sie könnten ja zum Beispiel sagen, naja, die klassische Ringvorlesung, wie es früher einmal war, so eine monothematische Ausrichtung über das gesamte Wintersemester hinweg und dann kommt man oder kommt auch nicht zu jeder Sitzung und guckt sich das an. Wo ist denn dieses alte Modell geblieben? Nun, da muss man sagen, Corona hat uns gezwungen, dieses alte Modell aufzugeben. Aber Corona hat uns auch erst in den Stand versetzt, über neue technische Möglichkeiten nachzudenken, ein viel größeres Publikum zu erreichen. Aber ganz verschwunden ist ja die Ringvorlesung nicht. Wenn Sie so wollen, dann würden wir Ihnen heute an diesem Abend eine Ringvorlesung im Kleinen bieten. Und dazu haben wir 3 Kolleginnen eingeladen, die aus ihren spezifischen Fachgebieten jeweils das Thema Nachhaltigkeit beleuchten und dann vielleicht untereinander, aber auch vor allem mit Ihnen hier im Saal und auch mit Ihnen zu Hause in eine Diskussion eintreten. Ja, ich habe gesagt, wir hätten jetzt eine kleine Ringvorlesung im Kleinen. Tatsächlich ist die Ringvorlesung noch ein bisschen kleiner geworden und ich will das ganz kurz erwähnen. Die Frau Kollegin Radon, die den Blick der Medizin, sie ist Epidemiologin, hier heute Abend repräsentiert hätte, ist leider krank geworden. Und falls Sie, Frau Radon, uns jetzt von zu Hause aus sehen, winke ich Ihnen zu und wünsche Ihnen eine gute Besserung. Ja, das ist schade und wenn ich sage, dass es schade ist, liebe Frau Radon, wenn Sie uns sehen, dann nehmen Sie das als Kompliment. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, nun ja, also so viele Viren gehen zurzeit durchs Land. Das kann einfach passieren, das müssen wir akzeptieren, aber nichtsdestotrotz werden wir eine interessante Veranstaltung haben. Ich will aber doch noch eines sagen. Frau Radon hätte spezifischer auch beispielsweise den Aspekt von Gesundheit im internationalen Kontext, International Health, hier vertreten. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann möchte ich Sie gerne hier auf den kleinen Stand verweisen, können Sie nachher hingehen. Da sehen Sie auf der einen Seite, wie die LMU in einem großen internationalen Verbund, UGLO, also Global Health meint es natürlich, involviert ist. Und auf der anderen Seite sehen Sie den Hinweis, wie diese Wissenschafts- und Forschungsinitiative auch umgesetzt wird, beispielsweise den Hinweis auf den Global Health Day im nächsten Jahr am 11. April 2024. Also Frau Radon hätte das sicherlich viel schöner gemacht, wenn sie hier gewesen wäre, aber der Hinweis, der soll jetzt nur, weil sie heute leider nicht bei uns sein kann, nicht unter den Tisch fallen. Dann erlauben Sie mir noch, dass ich Ihnen ein paar technische Hinweise gebe. Hier
im Saal sind ja schon aufgeklärt, wie das funktioniert mit unserer Diskussion. An das Online-Publikum kann ich nur sagen, Sie sind hier weder zu hören noch zu sehen, aber dennoch stehen wir in Kontakt miteinander. Sie können mit uns diskutieren und das funktioniert natürlich über die entsprechende Funktion bei Zoom, also im unteren Fensterteil werden Sie das sehen. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie mit uns diskutieren. Wir haben die Herausforderung, dass wir sozusagen zwei technisch ganz unterschiedlich präsente Publika zusammenführen müssen. Ein präsentes Publikum und ein Online-Publikum. Und dazu hilft uns einfach die Technik. Ja, und damit können wir loslegen. Und ich darf jetzt unseren ersten Gast vorstellen, Frau Professor Dr. Sonja Dümpelmann. Sie ist, da kann man sagen, seit gut einem Jahr, seit Oktober 2022, immer diese Historiker, also seit Oktober 2022 Professorin für Umwelt, Geisteswissenschaften, Environmental Humanities bei uns an der LMU. Sie ist auch die Co-Leiterin einer großen Forschungseinheit, die sich mit diesem Wissensgebiet befasst, nämlich mit dem Rachel Carson Center for Environment and Society. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Environmental and Urban Humanities, also es geht in ihren Forschungen um die Umweltgeschichte, um urbane Geisteswissenschaften, um die städtische Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert in der westlichen Welt, sowie die Beziehungen zwischen Innen und Außen, zwischen Architektur und Landschaft, Theorie und Praxis, Beziehungen zwischen sozialen und politischen Prozessen, also um eine ganz breite Ausdeutung dieses Umweltbegriffs. Und ich freue mich, Frau Dümpelmann, dass Sie heute hier sind und zu uns sprechen und uns einen Einblick geben. Und wir machen das jetzt so, anders als wir das im letzten Wintersemester gemacht haben, dass wir die Kolleginnen gebeten haben, doch mal einen längeren Einblick zu geben, damit wir uns vorstellen können, wohin diese Forschung läuft. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Jaraus, und auch Herrn Hoppe für die Einladung, dieser Veranstaltung an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. Ich schieße los. Es ist 11:05 und das Bewusstsein für die Zeit mehrerer Generationen, für Erdzeitalter sowie die zyklische Zeit, die in vielen Industriegesellschaften heute nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, das ist in vielen Industriegesellschaften heute eben fast verloren gegangen. Aber wir brauchen dieses Bewusstsein vielleicht mehr denn je. Und in diesem Frontispiz, das Sie hier sehen, eines forstwissenschaftlichen Buches aus dem späten 18. Jahrhundert, wird besonders schön deutlich, was Nachhaltigkeit in deutschen Landen zu dieser Zeit bedeutete. Ein Waldbesitzer im Vordergrund, klar erkennbar an seiner Kleidung, dem mitgeführten Jagdhund und Gewehr, umrahmt von älteren Bäumen, gestikuliert in Richtung hier nicht abgebildeter Bäume. Er gibt Anweisungen an seinen Förster, der mit aufgeschlagenem Buch neben ihm steht. Hinter den beiden Männern stehen zwei Waldarbeiter, bereit, Baumfällungen durchzuführen. Unter der Abbildung steht „für uns“. Dieses Bild muss zusammengelesen werden mit der kleineren Darstellung auf dem Titelblatt, die mit „für die Nachwelt“ betitelt ist. In diesem Bild sehen wir Waldarbeiter, wie sie mit Hilfe verschiedener Instrumente, darunter auch einem Plan, die Pflanzung junger Bäume vorbereiten. Für uns, für die Nachwelt. Nur einige Jahrzehnte vor der Veröffentlichung dieses Buches war der Begriff der Nachhaltigkeit von dem Forstwissenschaftler Hans Carl von Carlowitz geprägt worden. Zwar waren einige Grundzüge des Nachhaltigkeitskonzeptes bereits in der französischen und britischen Waldbewirtschaftung Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt worden, aber es waren letztendlich einschneidende Krisenereignisse, darunter die Holzknappheit, die Silbererzverhüttung und damit menschlichen Wohlstand gefährdete, die für die Begründung und zunehmende Etablierung des Nachhaltigkeitsgedankens in den deutschen Staaten eine entscheidende Rolle spielten.
Aus heutiger Sicht können wir ein mehrdimensionales Paradox feststellen. Zwar ging es um den nachhaltigen Anbau einer nachhaltigen Ressource, Holz, aber man wollte damit eine nicht nachhaltige bzw. endliche Ressource, nämlich Erze, abbauen. Zudem erwiesen sich die durch den Nachhaltigkeitsgedanken entwickelten Waldmonokulturen langfristig sowohl ökologisch als auch sozial als wenig nachhaltig. Auch für die Gestaltung und Krisenbewältigung in städtischen Räumen, die heute zunehmend vom Wärmeinseleffekt beeinträchtigt sind, hat der ursprüngliche Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle gespielt. Bäume werden seit Jahrhunderten in Städten angepflanzt. Ihre systematische und großflächig von Stadtverwaltungen betriebene Anpflanzung entlang von Straßen und in Parkanlagen geht allerdings in erster Linie auf das 19. Jahrhundert zurück und wurde von Anfang an klimatisch und ästhetisch begründet. Ende des 19. Jahrhunderts sprach man denn auch in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal von Urban Forestry, also städtischer Forstwirtschaft, und meinte damit das Management der Gesamtheit der Bäume in der Stadt. Dass die Pflanzung, Pflege und Betrachtung nicht nur einzelner Stadtbäume, sondern auch ihre Betrachtung in der Gesamtheit wichtig ist, wissen wir also schon seit langer Zeit. Und es waren immer wieder Krisensituationen gesundheitlicher, klimatischer und politischer Art, die die Bedeutung von Stadtbäumen in den Vordergrund gerückt haben. Dafür entscheidend sind verschiedene allgemeine Charakteristika von Bäumen, zum Beispiel ihre Langlebigkeit, ihre Fähigkeit, Staub aus der Luft zu filtern, ihr Schattenwurf im Sommer und ihre Transpirationsleistung, die Luftkühlung bewirken, ihre CO2-Bindung, ihr Lärmschutz sowie ihre ästhetische Wirkung, die sich dann überwiegend positiv auf menschliches Wohlbefinden auswirken. Jüngst hat die Pandemie gezeigt, wie notwendig nicht nur unsere Grünräume in Städten sind, sondern auch einzelne Stadtbäume, die für Bewohner zeitweise die einzig erreichbare grüne Stadtnatur waren. Dass Straßenbäume durch ihre kühlende Wirkung Leben retten können, war in den 1870er Jahren eine These des Leiters des New Yorker Gesundheitsamtes. Er setzte sich deshalb zeitlebens für die Pflanzung von Bäumen in seiner schnell wachsenden, sehr dicht besiedelten und in großen Teilen von schlechten Wohnverhältnissen geplagten Stadt ein. In den Ruinenlandschaften ausgebombter deutscher Städte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch deshalb schnell neue Bäume gepflanzt, da sie Staub binden konnten, der zu Lungen- und Augenkrankheiten führte. Die Klimakrise hat in den letzten Jahrzehnten weltweit Baumpflanzkampagnen angestoßen, womit man seit kurzem an einigen Orten auch der Umweltungerechtigkeit, zum Beispiel der ungleichen Verteilung städtischen Grüns, zu begegnen versucht. Aber bereits Ende der 1950er Jahre führte die durch ansteigende CO2-Emissionen verursachte Klimaerwärmung den Präsidenten der amerikanischen Gesellschaft für Wissenschaftsförderung dazu, auch städtische Baumpflanzungen als Gegenmittel vorzuschlagen. Und als in den späten 60er und frühen 1970er Jahren in Chicago verschiedene Umweltkrisen mit einer Energiekrise zusammentrafen, besann sich der dortige Stadtförster erneut auf die Ideen forstlicher Nachhaltigkeit. Seit den 1950er Jahren hatte die Ulmenkrankheit einen Großteil der Bäume in Chicago dezimiert. Denn in Parks und insbesondere am Straßenrand standen viele amerikanische Ulmen. Totholz sammelte sich an und die Stadt wusste nicht, wohin damit. Die neuen Luftreinhaltegesetze der 1960er Jahre förderten zunächst die Verbrennung von Öl als vermeintlich umweltfreundlichere Energiequelle als Kohle und Holz. Doch als 1973 die arabischen OPEC-Staaten aufgrund der amerikanischen Unterstützung Israels im Jom-Kippur-Krieg ein Ölembargo gegen die Vereinigten Staaten verhängten, lag es nahe, dass viele Totholz nicht mehr nur in die Bauindustrie, sondern auch für die Energieversorgung der Bevölkerung zu nutzen. Und so entwickelte Chicagos Stadtförster das visionäre Konzept, die Stadt in einen nachhaltig zu bewirtschaftenden Wald zu verwandeln. Dieser sollte Rohstoffe für ein vermeintlich nachhaltiges Energieversorgungssystem liefern, das auch eine neue Verbrennungsanlage mit einschloss. Unnützes, eine Gefahr darstellendes Totholz wurde so zu einer kostensparenden, damals als nachhaltig geltenden Energiequelle.
Dass die Stadt dafür aber keineswegs als Monokultur bepflanzt werden durfte, das hatte man spätestens seit der rasanten Ausbreitung der Ulmenkrankheit gelernt. Und so war klar, dass die Stadtbäume zwar effizient gemanagt werden mussten, dass ihre Altersstruktur und Artenvielfalt aber gleichzeitig diversifiziert werden sollten. Die heute wieder aktuelle Idee, am Straßenrand verschiedene Baumarten zu pflanzen und damit auch schnell und langsam wachsende Arten miteinander zu kombinieren, war bereits damals nicht neu. Sie existierte schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit schlugen zum Beispiel in Frankreich Forstwissenschaftler und Landschaftsarchitekten Rotationspflanzungen unterschiedlicher Baumarten an Landstraßen vor. Und in Deutschland forderten sie, eine monotone Baumästhetik entlang städtischer Straßen zu vermeiden. Politische Krisen haben nicht nur zu der Rückbesinnung auf Bäume als Material und natürliche Ressource geführt, sondern auch zur Rückbesinnung auf ihre symbolische Kraft. So wurden Bäume während der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu einem Material, das schwarze Amerikaner erfolgreich nutzten, um sich den öffentlichen Raum anzueignen und zurückzuerobern. In der DDR wurden Bäume zu einem Mittel, mit dem oppositionelle Gruppen eine Gegenöffentlichkeit schufen. Baumpflanzungen brachten Gleichgesinnte zusammen, die nicht nur für Umweltschutz, sondern auch für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung eintraten. Selbstverständlich kann keine Krise allein mit Baumpflanzungen bewältigt werden und vor Greenwashing sei gewarnt. Aber beim Blick in die Geschichte fällt auf, dass Bäume stellvertretend auch für andere Pflanzen oftmals insbesondere in Krisenzeiten erhöhte Aufmerksamkeit genossen. Im Alltag werden Pflanzen dagegen oft übersehen, auch wenn das Leben auf der Erde von ihnen abhängig ist und einige Arten so alt bzw. sogar noch älter werden können wie die Pyramiden. Spätestens seit der römischen Antike haben Dichter und Denker westlicher Zivilisationen ein mangelndes Bewusstsein für Pflanzen in der Bevölkerung festgestellt und bemängelt. Und so brauchte es im ausgehenden 18. Jahrhundert paradoxerweise denn auch ein bauliches Symbol, die Pyramide, um zu signalisieren, dass die Existenz zukünftiger Generationen vom nachhaltigen Umgang mit Bäumen bzw. Pflanzen abhängig ist. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dümpelmann, für den tollen Einblick in dieses spannende Gebiet. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Fülle von Fragen kommen, gerade auch was die politische Dimension des Historischen angeht, was Sie ja sehr schön jetzt herausgearbeitet haben. Mein Vorschlag ist, dass wir gleich mit der zweiten Perspektive weitermachen. Und da darf ich unsere zweite Referentin heute Abend begrüßen, Frau Professor Ann-Kathrin Kaufhold. Sie ist nach Stationen in Passau, Toulouse, Freiburg seit 2017 Inhaberin des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht an der LMU München. Und die spezifische Ausrichtung wird schon relativ schnell deutlich, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, womit Sie sich beschäftigen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Staats-, Verwaltungs- und Europarecht, nationales, europäisches und internationales Finanzmarktrecht sowie, und dann taucht ja schon unser zentraler Begriff heute auf, Sustainable Finance Regulation und Klimaverfassungsrecht. Derzeit sind Sie, und auch das wunderbar einschlägig, Sprecherin der Forschergruppe The Institutional Architecture for a 1.5 Degree World am Center for Advanced Studies der LMU München. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Jaros, für die freundliche Einführung, für die Einladung, auch an Sie, lieber Herr Höppe, für die Gelegenheit, hier heute Abend zum Auftakt der Ring-Vorlesungsreihe in diesem Semester einige Überlegungen zu einem drängenden Thema zu formulieren. Liebe Sonja, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich deinem Vortrag gerade zugehört habe, kam mir ein Satz aus einem Monty Python-Sketch in den Sinn, den ich jetzt als Übergang verwenden möchte. And now for something completely different. Es gibt natürlich einen Konnex, aber es ist tatsächlich ganz schön. Ich glaube, es ist eine ganz andere Perspektive auf dasselbe Thema, wie ich vorstellen möchte.
Der Titel der heutigen Veranstaltung fängt, meine ich, sehr treffend die Stimmung ein, die in den Diskussionen über Klimawandel und Klimaschutz im Moment vielerorts herrscht. Es ist einerseits klar, dass wir ganz grundlegend, also in allen gesellschaftlichen Bereichen umsteuern müssen, wenn wir auch nur die schlimmsten Folgen des Klimawandels abwenden wollen. Es ist andererseits ebenso klar, dass uns dieses Umstellen bisher nicht, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße gelingt. Die Notwendigkeit der Veränderung, das Ob, ist breit konsentiert, das Wie hingegen ist offen, es gibt ein breites Spektrum politischer Angebote. Die einen setzen auf den Markt, andere auf staatliche Regulierung, wieder andere vertrauen vor allem auf den technologischen Fortschritt. Ich glaube nicht, dass es insoweit um ein Entweder-Oder gehen kann. Wir müssen alle Institutionen und Instrumente einsetzen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Erwärmung auch nur auf unter 2 Grad zu begrenzen. Sie haben es vielleicht in der Presse gelesen, eine Forschungsgruppe vom Imperial College London hat vor wenigen Wochen erst eine aktuelle Berechnung des globalen CO2-Restbudgets vorgelegt und danach müssten wir die Emissionen weltweit bis 2034 auf 0 senken, wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen wollen. Dass das gelingt, ist höchst unwahrscheinlich, um es vorsichtig zu sagen. Und trotzdem möchte ich heute Abend ein vorsichtig optimistisches Bild zeichnen. Dazu möchte ich Ihnen 2 Akteure vorstellen, an die man im ersten Moment vielleicht eher nicht denkt, wenn es um Klimaschutz geht. Sie sind auch noch vergleichsweise neu auf der Bühne des Klimaschutzes, haben nach meiner Einschätzung aber wenigstens das Potenzial, gemeinsam signifikant zum Umsteuern beizutragen. Ich meine die Gerichte und die Bankenaufsicht. Besonders interessant ist dabei aus meiner Sicht das Zusammenwirken dieser beiden Institutionen. Zum einen, weil sich aus den Wechselwirkungen eine besondere Wirksamkeit ihrer Maßnahmen ergibt. Und zum anderen, weil die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Institutionen, jedenfalls in der Rechtswissenschaft, bisher noch relativ wenig erforscht sind, obwohl wir für effektiven Klimaschutz alle Institutionen gleichzeitig brauchen und obwohl das Zusammenwirken viel Potenzial birgt. Dieses Potenzial möchte ich heute exemplarisch aufzeigen und dazu darlegen, wie aus einem gerichtlichen Verfahren, in dem Jugendliche von Staaten effektiven Klimaschutz fordern, und sich dazu auf ihre Menschenrechte berufen, wie aus einem solchen Verfahren die Aufforderung der Bankenaufsicht an die Kreditinstitute wird, ihre Geschäftsstrategien doch bitte am Pariser Klimaübereinkommen auszurichten. Wie also aus Menschenrechtsklagen ein bankenaufsichtliches Einschreiten wird. Ich werde in 3 Schritten vorgehen. Zunächst werde ich die Rolle der Gerichte in den Blick nehmen und kurz erläutern, was Klimaklagen sind. Dann werde ich darlegen, warum Klimaklagen für Banken ein finanzielles Risiko darstellen. Und darauf aufbauend werde ich dann im 3. Schritt darstellen, wie und warum Klimaklagen dazu führen, dass die Bankenaufsicht zur Klimaschützerin wird. Zunächst zu den Klimaklagen. Dass man heute von Klimaklagen oder der englische Begriff ist auch sehr geläufig, Climate Litigation, sprechen kann, und dass die meisten eine zumindest ungefähre Vorstellung haben, was damit gemeint ist, ist nicht selbstverständlich. Climate Litigation ist ein vergleichsweise junges Phänomen. Erste vereinzelte Klimaklagen wurden in den USA in den 1980er Jahren eingereicht. Aber erst in den letzten etwa 10 Jahren ist die Zahl der Klimaverfahren exponentiell gewachsen. Mittlerweile steigen die Verfahrenszahlen nicht mehr so stark an, dafür nehmen aber die geografische und die thematische Diversität der Klagen zu. In einer Datenbank, die eigens für Klimaklagen eingerichtet wurde, was auch als solches schon einigermaßen bemerkenswert und darüber hinaus sehr hilfreich ist, in dieser Datenbank waren Ende Mai dieses Jahres immerhin mehr als 2000 Verfahren weltweit registriert. Wie man der Karte entnehmen kann, werden mit Abstand die meisten dieser Verfahren in den Vereinigten Staaten geführt. Das dürfte nicht zuletzt Konsequenz der Tatsache sein, dass die sogenannte strategische Prozessführung in den USA wesentlich verbreiteter ist und es auch eine viel längere Tradition gibt, einen Politikwechsel durch Klagen herbeizuführen. Mittlerweile sind aber auch immerhin 53 Klimaverfahren vor deutschen Gerichten registriert.
Etwa die Hälfte dieser Klagen wurde erst in den letzten beiden Jahren erhoben und sie knüpft an den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts an. Unter dem Begriff Klimaklagen wird ein sehr breites Spektrum von gerichtlichen Verfahren zusammengefasst. Ich habe für heute eine Aufteilung oder Systematisierung gewählt, die vor allem dazu dienen soll, zu illustrieren, wie Klimaklagen zu einem finanziellen Risiko werden. 3 Gruppen von Verfahren sind dazu zu unterscheiden. Mit Klagen gegen Hoheitsträger wird typischerweise die Untätigkeit von Parlamenten und Regierungen gerügt. Die Klägerinnen berufen sich auf ihre Menschenrechte und machen geltend, dass die Klimaschutzmaßnahmen, die bisher ergriffen wurden, nicht ausreichen, um ihr Leben und ihre Gesundheit zu schützen. Klagen gegen Hoheitsträger bilden zahlenmäßig mit Abstand die größte Gruppe von Verfahren und die Entscheidungen in diesen Prozessen haben auch regelmäßig besondere Prominenz. Der besagte Klimaschutzbeschluss etwa des Bundesverfassungsgerichts ist Ihnen wahrscheinlich allen ein Begriff und wahrscheinlich haben Sie auch schon von den früheren Urgenda-Verfahren gehört, in denen Gerichte den niederländischen Staat zu CO2-Reduktionen verurteilt haben. Und in jüngster Zeit hat das Verfahren Held versus Montana viel Aufmerksamkeit erhalten, in dem Jugendliche im US-Bundesstaat Montana ihre Rechte auf eine saubere Umwelt erfolgreich durchgesetzt haben. Weniger prominent sind die Entscheidungen, mit denen Klimaklagen abgelehnt wurden, aber auch die gibt es natürlich. Insgesamt geht man davon aus, dass etwa 50% der Klagen ein irgendwie klimafreundliches Ergebnis haben. Der EuGH aber hat beispielsweise eine Klage auf schärfere Klimaschutzmaßnahmen mit der Begründung zurückgewiesen, die KlägerInnen seien vom Klimawandel nicht in dem Sinne individuell betroffen, wie es Voraussetzung für eine Klagebefugnis ist. Von unterschiedlichem Erfolg sind auch Klagen gegen Unternehmen. Diese zweite Gruppe von Klagen ist deutlich kleiner als die erste, birgt aber trotzdem erhebliches Veränderungspotenzial. Klagen gegen Unternehmen zielen typischerweise entweder auf den Ersatz von Schäden, die durch vergangene CO2-Emissionen verursacht wurden, oder die Klägerinnen ersuchen die Gerichte darum, es den Unternehmen zu untersagen, künftig weiter Treibhausgase auszustoßen. Zu den besonders prominenten Verfahren, die man dieser Gruppe zuordnen kann, zählt die Klage gegen Shell. Das erstinstanzliche Gericht in Den Haag hat den Konzern vor 2 Jahren dazu verurteilt, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45% gegenüber 2019 zu verringern. Nur vereinzelt gibt es bisher Klagen unmittelbar gegen Finanzinstitute. Aber die rechtswissenschaftliche Community, wenn ich das so sagen kann, geht davon aus, dass die Zahl dieser Verfahren auch wachsen wird. Diese Verfahren werden im Englischen sehr anschaulich als Turning off the taps Verfahren bezeichnet. Das soll heißen, Verfahren, die darauf abzielen, den Geldhahn für CO2-intensive Projekte abzudrehen. Anhängig sind derzeit zum Beispiel Klagen gegen BNP Paribas und gegen die brasilianische Entwicklungsbank. Beide sollen dazu verpflichtet werden, nicht länger braune Projekte zu finanzieren und ihre eigene CO2-Bilanz offenzulegen. Welche Konsequenzen haben diese Gruppen von Klagen nun für Finanzinstitute und speziell für Banken? Zentral und besonders wichtig ist insoweit die Einsicht, dass alle 3 Typen von Verfahren finanzielle Risiken, nicht notwendigerweise Schäden, aber Risiken für Banken begründen und das sogar unabhängig davon, ob sie im Einzelfall Erfolg haben oder nicht. Warum ist das so? Dass Klagen gegen Banken ein finanzielles Risiko für eben diese Banken darstellen, das brauche ich, glaube ich, kaum weiter zu erläutern. Banken könnten zu Schadensersatzzahlungen verurteilt werden und die Finanzierungs- und Versicherungskosten der Bank könnten steigen, eben weil die Institute für Klimaschäden haften müssen und weil zu erwarten ist, dass einem Verfahren dann weitere Prozesse folgen. Aber auch Klimaklagen, an denen Banken nicht unmittelbar beteiligt sind, können ein Risiko für diese Kreditinstitute sein. Wenn zum Beispiel Shell dazu verurteilt wird, innerhalb von wenigen Jahren seinen CO2-Ausstoß um 45% zu reduzieren, dann betrifft das im ersten Schritt die Geschäftsstrategie, den Umsatz und den Gewinn von Shell. Aber schon im zweiten Schritt werden die Interessen all derjenigen Finanzinstitute berührt, die Shell Kredit gegeben haben oder Anteile am Unternehmen halten.
Denn die Verurteilung kann zum Beispiel zur Folge haben, dass Shell seinen Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen kann oder dass Shell-Aktien, die von den Kreditinstituten gehalten werden, an Wert verlieren, weil deutlich wird, dass die Geschäftsstrategie der Ölkonzerne nicht länger trägt. Ob es im Ergebnis dann tatsächlich zu einer Verurteilung des emittierenden Unternehmens kommt, ist nicht entscheidend. Ein finanzielles Risiko besteht schon dann, wenn dies möglich ist. Last not least und vielleicht am bemerkenswertesten auch von Klimaklagen, die sich gegen Staaten richten und die mit der Verletzung von Menschenrechten, also Recht auf Leben, Recht auf Gesundheit begründet werden. Auch von diesen Klagen gehen finanzielle Risiken für Kreditinstitute aus. Denn es besteht jedenfalls die Möglichkeit, dass jene Rechtsnormen, aus denen sich allgemein die Pflichten von Unternehmen ergeben, von den Gerichten im Lichte der Menschenrechte ausgelegt werden und dass die unternehmensbezogenen Vorschriften dann im Lichte der Menschenrechte und der vorher ergangenen Entscheidungen über die Interpretation dieser Menschenrechte als Pflichten zur CO2-Reduktion interpretiert werden. So hat es beispielsweise das Gericht in Den Haag gemacht, das Shell zur CO2-Reduktion verpflichtet hat. Es hat eine allgemeine Sorgfaltspflicht des niederländischen Rechts im Lichte unter anderem der zuvor ergangenen Urteile über Grundrechte auf Klimaschutz ausgelegt und daraus abgeleitet, dass Shell seine Emissionen so reduzieren muss, wie es das Pariser Klimaübereinkommen verlangt. Eine ganz ähnliche Argumentationslinie verfolgt jetzt eine Klage gegen den italienischen Mineralölkonzern Eni, die noch anhängig ist. Shell hat Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt und das Urteil der zweiten Instanz steht noch aus. Aber unabhängig davon, wie das Berufungsgericht entscheiden wird, ergibt sich schon jetzt aus der eben der bloßen Möglichkeit einer Verurteilung das Risiko finanzieller Verluste für Banken. Und das wiederum hat zur Konsequenz, dass Kreditinstitute Vorsorge für das Risiko von Klimaklagen treffen müssen. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt und der Frage, wie Klimaklagen die Bankenaufsicht nun zur Klimaschützerin machen. Ausgangspunkt ist erneut die Feststellung, dass von Klimaklagen, gleich welcher Art, unabhängig von Erfolg, Risiken für Kreditinstitute ausgehen. Die Bankenaufsicht in Europa zählt diese Risiken ausdrücklich zu den sogenannten aufsichtsrechtlichen Risiken. Was bedeutet das? Aufsichtsrechtlich relevant heißt, die Risiken, die von Klimaklagen ausgehen, sind so gewichtig für die einzelne Bank oder auch für das Finanzsystem insgesamt, dass die Kreditinstitute verpflichtet sind, Vorsorge zu treffen. Zu diesen Vorsorgemaßnahmen gehören etwa ein höheres Eigenkapital und die Einrichtung von Risikomanagementsystemen. Je höher die Wahrscheinlichkeit einer Bank, von einer Klimaklage, direkt oder indirekt, betroffen zu sein, desto größer sind ihre Risiken, desto weitergehende Risikovorsorge muss sie treffen. Risikovorsorge, und das ist ein entscheidender Punkt, ist aber teuer. Risikomanagementsysteme zum Beispiel binden Personal und das Geld, das eine Bank als Eigenkapital vorhalten muss, kann sie nicht gleichzeitig einsetzen, um Gewinne zu erwirtschaften. Das wiederum bedeutet, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, von einer Klimaklage betroffen zu sein und je weiter deshalb die Risikovorsorge reichen muss, desto niedriger sind die Gewinne. Oder umgekehrt formuliert, je weitergehend die Geschäftsstrategie und die CO2-Reduktionsziele einer Bank am Pariser Übereinkommen ausgerichtet sind, desto geringer ist das Risiko einer Klimaklage, desto größer der Gewinn. Und deshalb ist es im Ergebnis nicht überraschend, dass Frank Elderson für die EZB als Bankenaufsicht gesagt hat, der beste Weg, um den Risiken zu begegnen, die für Banken von Klimaklagen ausgehen, ist es, die Geschäftsstrategie an das Pariser Übereinkommen anzupassen. Nun ist dieser Rat nicht allein an die Banken gerichtet. Er ist zugleich eine Empfehlung und Aufforderung für die Bankenaufsicht, zu kontrollieren, dass sich die Kreditinstitute an die Pariser Ziele anpassen. Zusammengefasst und zugegeben etwas verkürzt und überspitzt lässt sich also formulieren: Aus Klimaklagen folgt die Pflicht von Banken, ihre CO2-Emissionen so zu reduzieren, wie es das Pariser Übereinkommen vorsieht. Und ob diese Pflicht erfüllt wird, kontrolliert die Bankenaufsicht.
Das ist schon ein mächtiger Hebel, meine ich. Er wird trotzdem alleine sicher nicht ausreichen, um das Umsteuern in der Klimakrise zu gewährleisten. Und es wäre wohl auch kaum wünschenswert, eine Aufgabe von dieser gesellschaftlichen Dimension allein den Gerichten und der Bankenaufsicht anzuvertrauen. Aber die beiden Institutionen können zusammen doch einen signifikanten Beitrag leisten. Und das stimmt zumindest mich vorsichtig optimistisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kaufhold, für den tollen Vortrag. Nochmal ein toller Einblick, hier diesmal aus Ihrer Perspektive. Und jetzt, liebes Publikum, liebe Publika, möchte ich Sie bitten, mit uns zu diskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen, stellen Sie Ihre Verständnisfragen, formulieren Sie Ihre Anmerkungen und dann können wir darauf eingehen. Wie gesagt, wir haben ja zwei Publika, Sie als Präsenzpublikum und zu Hause das Online-Publikum oder wo immer Sie uns jetzt erreichen, damit wir beide Publika fair und gleich behandeln, sammeln wir alle Fragen und Anmerkungen und dann werden sie zu uns hier auf die Bühne geschickt und dann gehen wir drauf ein. Wir haben schon ein paar Fragen, aber ich würde ganz gerne meine privilegierte Position nutzen und sozusagen zuerst Fragen stellen, die mir jetzt auch während Ihrer Vorträge nochmal ganz deutlich aufgegangen sind. Frau Dümpelmann, wir haben gerade in der Folie bei Frau Kaufhold gesehen, dass es offensichtlich doch einen quantitativ signifikanten Unterschied gibt zwischen oder in der Zahl der Umweltklagen in Amerika und in Europa. Ich würde Sie jetzt ganz gern fragen, inwiefern sich das auch sozusagen im Wissenschaftssektor abbildet. Sie sind ja letztes Jahr aus den USA gekommen. Können wir hier in Deutschland, hier an der LMU vielleicht etwas von amerikanischen Hochschulen lernen? Ist man dort weiter? Ist man dort sensibler für solche Fragen? Sind die schon stärker institutionalisiert? Sind die Forschungsanstrengungen intensiver? Sind die Forschungsfragen interessanter? Wie sehen Sie die Situation? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss vielleicht auch sagen, in Wirklichkeit bin ich eigentlich erst seit 4 Monaten hier, also noch vielleicht ein bisschen geschockt von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, vielleicht kann ich da auch gleich drauf antworten, also ich habe seit 15 Jahren eigentlich kein Papier mehr unterschrieben und bin jetzt aber eben damit konfrontiert, dass viele Dinge auf Papier unterschrieben werden und das Papier auch hin und her getragen wird. Und natürlich wissen wir, dass Server Elektrizität in Anspruch nehmen und damit natürlich auch Energie in Anspruch nehmen, die auch produziert werden muss. Aber das Papier, das wir zum Beispiel im Augenblick noch an den Universitäten hier verwenden oder gerade an der LMU, ist doch, habe ich den Eindruck, gigantisch. Also das wäre jetzt vielleicht mal ein sehr konkretes, fassbares Beispiel. Also da gibt es eben doch noch großen Nachholbedarf, was die Digitalisierung betrifft. Das hören wir ja auch immer wieder. Ansonsten kann ich vielleicht noch sagen, dass gerade in den letzten Jahren in Amerika verschiedene Klimazentren an Universitäten eingerichtet worden sind. Das wäre dann vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem neuen Zentrum für Nachhaltigkeit, was ja jetzt hier auch gegründet wird. Allerdings werden da eben auch unglaubliche Mengen an Ressourcen reingesteckt. Das passiert hauptsächlich an den Ivy Leagues. Dadurch kann man natürlich auch jetzt wieder sagen, die Spaltung der Gesellschaft schreitet da auch natürlich massiv voran. Das ist sehr besorgniserregend. Vieles sehen wir jetzt hier auch. Also insofern lohnt sich, glaube ich, der Blick über den Teich auf jeden Fall, was bestimmte sehr positive Entwicklungen betrifft, aber natürlich vielleicht auch Dinge, die eigentlich sehr besorgniserregend sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Frau Kaufhold, Sie haben ja jetzt auch über dieses 1,5 Grad Ziel gesprochen.
ja, fast über die Unmöglichkeit, es tatsächlich noch einzuhalten. Dieser Begriff 1,5 Grad Ziel taucht ja auch in dem Titel der Forschergruppe auf und die heißt ja, wenn ich es nochmal sagen darf, der Institutional Architecture. Könnten Sie uns mal erzählen, wie Sie in dieser Forschergruppe sich diesem Thema nähern? Das mache ich natürlich sehr gerne und Sie unterbrechen mich, wenn ich zu viel sage, weil ich so begeistert bin von der Forschungsgruppe. Die Idee dieser Forschungsgruppe, insofern ist es ganz richtig oder treffend, dass Sie nochmal dieses Institutional Architecture rausgepickt haben aus dem Titel. Die Idee dieser Forschungsgruppe ist es, sich die rechtliche Ausgestaltung von Institutionen Institutionen verstanden im Sinne von Organisationen wie zum Beispiel Parlamenten, Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Gerichten und so weiter anzuschauen und sich zu überlegen, ob diese spezifische Ausgestaltung der Institutionen eigentlich diese Institutionen dazu befähigt, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen oder nicht. Vielleicht ist es, um es zu illustrieren oder klarzumachen, worum es uns geht, hilfreich, so 2 Erlebnisse aus meiner eigenen wissenschaftlichen Entwicklung oder so zu beschreiben, die mich darüber haben nachdenken lassen. Erstes, sehr häufig hört man in Diskussionen mehr oder weniger so hingeworfen den Satz, ja, ist klar, dass das Parlament nichts machen kann. Ich meine, die sind auf Wiederwahl angewiesen, die müssen sich halt an den kurzfristigen Zielen orientieren, ist doch klar. Kann sein. Wäre aber was, wo wir uns darüber nachdenken würden, ob das eigentlich so stimmt, diese Behauptung, ob die spezifische Konstellation, Ausrichtung an Wählerwillen, vielleicht das Wahlsystem in einem bestimmten Staat dazu beiträgt und die Abhängigkeit vom Wählerwillen, dass Klimaschutzentscheidungen in einer Weise getroffen werden, die nicht dem 1,5 Grad Ziel zuträglich ist. Und als Gegenpol dann die unabhängigen Institutionen, Gerichte vorneweg, Zentralbanken, auf die sich wahnsinnige Erwartungen richten, weil man annimmt, weil sie eben gerade nicht vom Wählerwillen oder von irgendeiner anderen Zustimmung abhängig sind, die sie auf Dauer sich erhalten müssen und immer wieder gewinnen müssen, dass diese unabhängigen Institutionen die Möglichkeit haben, den Blick in die Ferne zu richten, jetzt ist es gar nicht mehr so fern, aber jedenfalls längerfristig zu denken und Klimaschutzentscheidungen zu treffen. Und dieses institutionelle Setting, also ich möchte gerne den Begriff Legal Institutional Architecture als Perspektive prägen, Legal IA, das ist das, was wir in dieser Forschungsgruppe untersuchen. Ja, es kommen jetzt eine ganze Reihe von Fragen rein, übrigens mit einem schon deutlichen Schwergewicht aus dem Präsenzpublikum. Schön, vielen herzlichen Dank, aber liebes Online-Publikum, also nutzen Sie die Fragen- und Antworten-Funktion und ich gebe die einfach ungeordnet weiter. Die erste Frage ist ganz schön, weil es die historische Dimension betrifft, die wir Geisteswissenschaftler vielleicht im Blick haben. Also die Fragen sind manchmal adressiert und manchmal geht es einfach nur an unsere Runde. Die erste Frage geht eben an Sie, an Frau Dümpelmann. Schreibt uns jemand, Frau Dümpelmann hat in ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit ein Begriff ist, der seit mehreren 100 Jahren im Diskurs Verwendung findet. Allerdings war der Bezug damals in der Forstwirtschaft verortet. Wann hat sich dieser Begriff historisch aus diesem Kontext gelöst und in die heutige Bedeutung gewandelt? Ich glaube, der Brundtland-Report war da ganz wichtig, also in den 80er Jahren. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich verorten in der Umweltbewegung, also hier in Deutschland dann speziell in den 80er Jahren. Also da kann man vermute ich jetzt mal, wenn man das weiter untersuchen würde, sehr viel finden, dass der Begriff also für die Fragestellung, wie können wir eigentlich nachhaltiger leben, in unserer Gesellschaft, dass das da dann gesamtgesellschaftlich stärker beleuchtet wird. Jetzt vielleicht könnte man noch sagen, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren dann auch die Idee der sozialen Nachhaltigkeit zum Beispiel noch dazugekommen ist und natürlich Fragen wie Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit jetzt auch
viel weiter verbreitet sind im allgemeinen Diskurs. Aber wie ich auch ganz kurz angesprochen habe, dass wir mit Klimaerwärmung zu tun haben, das wissen Klimaforscher. Wenn wir jetzt die ersten dieser Personen auch so nennen dürfen, Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich schon. Also da begannen die ersten Beobachtungen und dann ganz gezielt, also man hat 1958 Messungen des atmosphärischen Kohlendioxids vorgenommen und in eben diesem Jahr hat man dann auch zum Beispiel die massenhaftere Anpflanzung von Bäumen zum Beispiel gefordert. Das ist also alles überhaupt keine neue Idee und existiert natürlich schon viel länger. Es ist nur, glaube ich, wenigen Leuten so bewusst. Das können wir gleich fortführen mit einer anderen Frage. Nun brauchen wir solche Begriffe, um komplexe Sachverhalte auf den Begriff zu bringen, um sie zu benennen, um sie adressieren zu können. Aber sehen Sie auch eine Erosion dieses Begriffs Nachhaltigkeit, zum Beispiel eine Erosion des Begriffs, also zum Beispiel getrieben durch Werbung, der sich dann ja auch in der Wissenschaft irgendwann einmal bemerkbar macht? Ja, ich weiß nicht, da können wir bestimmt beide auch was zu sagen. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass ich ganz erstaunt war, dass wir diesen Begriff in Deutschland gerade so viel verwenden. Also als ich vor 4 Monaten gekommen bin, nach quasi fast 20 Jahren in den USA, war mir das gar nicht so bewusst, dass dieser Begriff schon wieder so an der Oberfläche ist, weil ich eigentlich davon ausging, dass der viel kritischer gesehen wird und dass man damit eben gar nicht mehr so um sich schmeißt. Aber das scheint eben doch in verschiedenen Kontexten, und ich will jetzt nicht damit sagen, dass man damit unbedingt jetzt überall nur geschmissen wird. Also in vielen Kontexten ist das natürlich nicht so und das ist sehr überlegt und man verwendet auch entsprechende Definitionen oder überlegt sich, was das eigentlich heißen soll. Aber es wird ja auch er wird eben sehr viel verwendet und dadurch eben auch zum Teil sehr stark verbessert. Das muss man auch feststellen. Genau. Also im Grunde die Diskussion, die ich eher so sehe, die gehen eben darum, ja, wie gehen wir denn eigentlich nach vorne? Also was ist es denn, was wir eigentlich tun können? Also was sind jetzt vielleicht Dinge, die wir dann auch, ich sage jetzt mal ganz technokratisch operationalisieren können, um eben unsere Gesellschaften, um unsere Umwelten zu schützen und sie eben auch in Zukunft noch erfahren zu können, so wie wir sie zum großen Teil, wenn wir das Glück haben, zumindest erfahren dürfen. Wenn ich darf, würde ich noch ganz kurz vielleicht denn es ist, die Begriffsverwendung ist tatsächlich auch aus einer anderen Perspektive, aber ein Thema, das das Recht stark beschäftigt. Weniger die Erosion, mehr die Inflation und das damit verknüpfte Problem des Greenwashing. Das ist ein zentrales Problem, wenn wir versuchen, den Markt und Unternehmen, Finanzinstitute dafür einzusetzen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dann geht es auch darum zu sagen, wer darf eigentlich sein Produkt unter welchen Voraussetzungen grün nennen. Und man kann in allen Bereichen sehen, es ist eigentlich alles heute grün und es gibt jetzt relativ viele Initiativen von europäischer Ebene auf nationaler Ebene, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, das zu regeln, also das praktisch das, was du gesagt hast, das technokratisch umzusetzen, den Begriff wieder einzufangen und zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind nachhaltig, aber es gibt auch Dinge, die sind es einfach nicht und die müssen wir dann auch nicht grün nennen. Es gibt eine Reihe von Fragen, die sich konzentrieren um dieses rechtliche Problem oder um die Frage, wie man damit rechtlich auseinandergeht.
Sie haben auch vorhin diese Landkarte gezeigt und diese Landkarte ist ja hochgradig interessant, insbesondere mit diesem deutlichen Abstand der USA, was die Klagezahlen angeht, gegenüber anderen Teilen der Welt. Dann könnte man ja fragen, was sagt denn diese Karte aus? Haben es die USA besonders notwendig, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern und wird deswegen so viel geklagt? Oder aber sind die Klagewege in den USA andere? Das habe ich jetzt ein bisschen laienhaft formuliert. Ich will tatsächlich die Frage aus dem Publikum aufgreifen. Die ist eleganter formuliert. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten verschiedener Teile der Weltbevölkerung ein, überhaupt im Rahmen von Klagen gegen Konzerne oder Unternehmen oder Staaten vorzugehen? In vielen Staaten wird dies kaum möglich sein, oder, das ist sozusagen die kritische Nachfrage, sind damit die am meisten von der Klimakrise betroffenen Personen von den rechtlichen Möglichkeiten ausgeschlossen? Da gibt es dann ein Missverhältnis zwischen Klagemöglichkeit und Betroffensein vom Klagegrund. Ja, das ist eine sehr gute, wichtige und nicht ganz einfache Frage. Also es ist richtig erstmal, dass die Welle der Klimaklagen in dem sogenannten globalen Norden begonnen hat und jetzt erst ganz langsam auch sich in andere Teile der Welt vorsichtige erste Schritte gibt hin zu Klimaverfahren. Dass speziell die USA dieses hohe Aufkommen an Klagen hat, glaube ich, weniger was mit dem materiellen Recht zu tun, um das es geht, also Naturschutzrechte, Grundrechte, Menschenrechte auf Klimaschutz, sondern mehr was mit dem Prozessrecht und mit der Prozesstradition. Also es ist, also das, was ich gesagt habe, die Idee der strategischen Prozessführung ist eine, die kommt aus den USA, die war in Deutschland. In der Rechtswissenschaft diskutieren wir darüber seit maximal 10 Jahren. Das war vorher nie ein Thema. Also die strategische Prozessführung, ich führe einen Prozess nicht jetzt so sehr, weil ich meine, dass in dem konkreten Fall mir Geld zugesprochen wird, das mich dann glücklich macht oder meinen Schaden kompensiert, sondern es geht vor allen Dingen darum, einen Punkt zu machen und eine Interpretation eines Gesetzes zu bewirken, die dann in der Breite nach dem Verfahren Wirkung entfaltet. Also das ist was in den USA ganz verbreitet ist, lange schon, und was wir in Deutschland und ich glaube, man kann sagen, allgemeiner in Europa sich jetzt erst so langsam als Instrument entwickelt. Das übrigens allerdings nicht nur im Klimabereich. Also dieses Einzelverfahren als Verfahren strategisch einzusetzen, gibt es in unterschiedlichen Bereichen, aber das bleibt einstweilen was vor allen Dingen im globalen Norden genutzt wird, wenig im globalen Süden, und natürlich gibt es viele, wenn man die Landkarte jetzt nochmal sehen würde, viele Staaten, die erheblichen Anteil haben an den CO2-Emissionen, in denen dieser Weg keiner ist. Aus unterschiedlichen Gründen, häufig, weil es einfach schlicht keine Möglichkeit gibt, kein rechtsstaatliches System, das es erlaubt, diesen Weg zu beschreiten. Das ist ein Defizit. Gott sei Dank ist es so, dass alles, was wir erreichen, auch allen anderen auf der Welt zugutekommt. Das ist das Positive, aber es ist sicherlich nicht ein Modell, das für die gesamte Welt funktioniert. Aber gleichzeitig ist natürlich das Übersetzen von Klimarisiken in bestimmten Jurisdiktionen, also in bestimmten Bereichen, in finanzielle Risiken für weltweit agierende Konzerne, führt dazu, dass die Tatsache, dass wir Klimaklagen in einem kleinen Teil der Welt führen, Konzerne, die weltweit agieren, disziplinieren. Bestenfalls. Ich sage nicht, dass das immer gelingt, aber es ist eine Möglichkeit, die besteht. Insofern hat man da so einen Spillover-Effekt von einem kleinen Bereich der Welt, in dem diese Verfahren geführt werden, hin zu wesentlich weiterreichenden Folgen für die Konzerne und Aktionen der Konzerne. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich nochmal nachlesen müssen, aber es gab Anfang der 1970er Jahre in den Vereinigten Staaten, glaube ich, einen Prozess, zumindest einen sehr bekannten Artikel, der darauf beruhte, von Christopher Stone, der dann zu einem Buch führte, das heißt Do Trees Have Standing? Ja. Genau. Und das, weißt du bestimmt jetzt viel besser Bescheid, aber das hat, glaube ich, auch sehr viel dazu beigetragen, dass Umweltbelange dann eben in die Öffentlichkeit getragen wurden und auch rechtlich verfolgt wurden. Ja, ich kann es vielleicht noch ganz kurz aufgreifen, weil es bei uns auch sich als geflügeltes Wort auch in der Juristerei entwickelt hat und die
Studierenden, die jetzt mit mir unterrichten, kennen das auch, Fish don't go to court. Das ist dieselbe Idee, also die Natur kann ihre Rechte eben nicht selber einklagen, sondern wir haben in Deutschland bestimmte Möglichkeiten geschaffen mit der Umweltverbandsklage, die sich dann für die Rechte der Natur einsetzt, aber ansonsten braucht es immer einstweilen noch eine menschliche Person, die sagt, betrifft mich in meinen Menschenrechten, dass die Natur nicht geschützt wird. Genau. Man könnte ja fragen, wenn es so viele Klagegründe gibt, haben dann der gesetzgebende Staat oder die gesetzgebenden Staaten ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Also die Frage ist ein bisschen auch eleganter formuliert, ist die Regulation des Verhaltens von Organisationen oder Konzernen über Klagen nicht ein relativ ineffizienter Weg? Sollten nicht Staaten oder Staatengemeinschaften Regeln aufstellen, die das Wirtschaften in klimafreundliche Bahnen lenken, sodass gar keine Klagen erforderlich wären? Fragt jemand aus dem Präsenzpublikum. Kann ich einfach beantworten, ja. Nur passiert das halt nicht. Es passiert nur sehr eingeschränkt. Und es ist, wenn man so will, ein Umweg über die Gerichte. Und das, was uns die Verfassung an Rechten garantiert und was man aus der Verfassung oder den Verfassungen unterschiedlicher Staaten, der europäischen, also der Unionsverfassung, Unionsrecht ableiten kann an Rechten auf Klimaschutz, ist ein Minimum. Parlamente könnten viel weiter gehen, sind frei darin, viel mehr zu machen. Also der Weg über die Gerichte ist immer second best, wenn man so will. Und einmal inhaltlich, und man kann aber auch natürlich darüber nachdenken, das finde ich schon auch wichtig und interessant, was es demokratisch bedeutet, wenn man es eben nicht übers Parlament durchsetzt, sondern versucht über die Gerichte. Was heißt das dann? Was heißt das für die Akzeptanz der Entscheidung? Müssen Gerichte dann vielleicht, nachdem sie eine Entscheidung getroffen haben, selber versuchen, Akzeptanz für diese Entscheidung zu generieren, damit sie auch umgesetzt werden? Also also ich würde missverstanden, wenn ich so verstanden würde, als das ist der Weg der Wahl und so müssen wir es machen und alles ist gut. Aber es ist eine Option und die ist relativ neu im Vergleich, also als Instrument. Und deshalb finde ich sie interessant und in dieser Verknüpfung, glaube ich, kann sie wirkmächtig sein. Es gibt eine Frage, die man auch zusammenfassen könnte war die Zukunft früher besser als heute? Also sie lautet, war die Zukunft in früheren Epochen wichtiger als heute und könnte zum Beispiel das Recht, also es geht an Sie beide, mehr tun, um die Zukunft in der heutigen Gegenwart wichtiger zu machen? Ich halte das für eine historische Frage äußerst interessant, weil ja Zukunftsvorstellungen auch einen historischen Index haben. Und Sie haben das in Ihrem Vortrag ja nochmal deutlich gemacht. Wie sehen Sie das? Waren Zukunftsvorstellungen in der Vergangenheit stärker auf Nachhaltigkeit ausgelegt als heute? Obwohl wir jetzt heute das Thema Nachhaltigkeit, mehr oder weniger offensiv angehen? Schönes Forschungsthema, glaube ich. Ja, also ich glaube, das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit, weiß ich nicht, ob wir das jetzt so zum Beispiel in Jules Verne sehen oder in anderen Visionen. Ja, also einerseits vielleicht, das ist finde ich, eine schwierig zu beantworten. Ich glaube aber, was wir sagen können und was ich auch versucht habe am Anfang des Kurzvortrags kurz zu skizzieren, dass wir einfach, also die Welt ist einfach schnelllebiger geworden und dadurch vielleicht auch das Verständnis zum Beispiel zyklischer Zeit, also anderer Zeitvorstellungen, die auch von Personen, von Volksgruppen, in indigener Volksgruppen zum Beispiel getragen werden, dass die im Laufe der Zeit vielleicht etwas verloren gegangen sind und dass wir jetzt eben ein größeres Bewusstsein wieder haben, auch brauchen, um diese Zeitvorstellungen, also mit diesen Zeitvorstellungen zu leben und uns auch zu überlegen, ob es nicht in verschiedenen Kontexten sich auch lohnt, eben vielleicht die Zeit wieder etwas zu entschleunigen. Das ist jetzt
vielleicht ein bisschen was anderes als das, was gefragt wurde, aber ich denke, da ist es unglaublich wichtig, die Perspektiven, also Perspektivwandel auch zu unternehmen, um sich natürlich in andere Positionen anderer Menschengruppen hineinzuversetzen, um einfach auch größeres Verständnis zu haben. Und dafür eben Nachhaltigkeit bedeutet für uns jetzt eine Sache, hat aber für die Mitglieder sehr vieler indigener Volksgruppen schon immer das bedeutet, was wir jetzt wieder sozusagen herausholen. Also insofern ist, glaube ich, viel verloren gegangen in der westlichen Weltsicht und wir können eben viel lernen von einem verantwortungsbewussten Umgang mit nichtmenschlicher Natur. Ich kann vielleicht noch was sagen für die jüngere Verfassungsgeschichte. Also dass wir im Umweltbereich den Nachhaltigkeitsgedanken eingeführt haben, ist schon eine relativ neue Entwicklung im Verfassungsrecht. Also wir haben in den 90er Jahren den Artikel 20a eingeführt, der verpflichtet zum Schutz der Umwelt auch für nachfolgende Generationen. Da ist das also schon so ein bisschen angelegt, dass wir in die Zukunft schauen. Das ist erstmal nicht so viel daraus geworden in der Rechtsprechung. Das ist etwas böse flapsig formuliert, aber es ist also Schattendasein ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber stand jetzt nicht im Zentrum des Interesses, um es vielleicht so zu formulieren. Und die sogenannte intertemporale Freiheitssicherung, also die Idee, dass wir Freiheit zu CO2-Emissionen oder die Freiheit dazu, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, die CO2 produzieren, über die Generationen verteilen müssen und nicht einfach sagen können, wir machen das heute alles, was interessiert mich, nach mir die Sintflut. Das ist jetzt eben gerade erst vom Bundesverfassungsgericht 2021 als Rechtsfigur entwickelt worden. Insofern hat sich das so ein bisschen angedeutet und ist angelegt in den 90ern, aber es ist eine neue Entwicklung. Gab es vorher, war das Verfassungsrecht. Ich bin im Finanzbereich ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke schon ein bisschen länger verankert, aber in dem Umweltbereich ist er in der Verfassungsgeschichte jetzt in Deutschland zumindest relativ jung. Ich will noch eine Frage vorlesen, die viele Implikationen hat und sozusagen danach fragt, inwiefern muss man die Wissenschaft dann auch verlassen. Gut, da müsste man natürlich schon nach den Implikationen fragen, aber ich lese Ihnen einfach mal vor, geht an Sie beide. Kann die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele und somit die Grundlage des Fortbestehens der menschlichen Spezies Ihrer Meinung nach als Legitimationsgrundlage dienen, um aktivistisches Wirken als Wissenschaftlerin zu rechtfertigen? Bitte, du darfst gerne anfangen. Also ich glaube, dass Herr Niederröbelin hat das gestern bei der Veranstaltung, die in diesem Raum stattfand, eigentlich ganz schön gesagt. Also ich denke, Wissenschaft kann Grundlagen bieten für die Orientierung von Politik. Aber ob wir jetzt, also ich bin keine Politikerin, sondern Wissenschaftlerin und darin sehe ich jetzt auch meine Aufgabe. Und was dann letztendlich Wissenschaft ist natürlich und passiert immer in einem politischen Kontext, aber in erster Linie sehe ich mich eben so, dass ich Wissenschaft mache und betreibe, um Wissen zu liefern, um junge Menschen zu bilden und dann muss damit natürlich was gemacht werden. Also man kann Orientierung bieten. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne, einen sinnvollen und nutzbaren Gedanken in diesem Zusammenhang. Ja, würde mir das auch zu eigen machen, was du gerade gesagt hast. Natürlich kann man Wissenschaft nicht machen, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass damit politisch was passiert.
Aber ich glaube nicht, dass das das Handlungs- und Nachdenkmotiv sein soll. Ich glaube jetzt für meine Disziplin, kann ich ja eigentlich nur sprechen, eine Stärke der Disziplin ist es, Vor- und Nachteile unterschiedlicher Wege aufzuzeigen und darzustellen, was passiert, wenn man den einen oder anderen wählt, wenn man dem einen oder anderen Recht den Vorrang einräumt, also bei kollidierenden Freiheitsrechten etwa, was es bedeutet, wenn man einer Gruppe, die man vielleicht politisch nicht unterstützt, bestimmte Rechte versagt, dass das eben dann auch gelten muss für Gruppen, die man selber für ganz wichtig hält. Das ist, glaube ich, was die Rechtswissenschaft in so einer Diskussion leisten kann und was mir, glaube ich, ein Leitmotiv, für meine Forschung ein Leitmotiv ist. Also immer zu versuchen, sich auch nochmal in die Perspektive des anderen, der in dem Moment nicht berücksichtigten Partei zu versetzen und zu überlegen, was hat die eigentlich für Interessen und wie wäre es, wenn ich an dieser Stelle säße. Das ist, glaube ich, das kann dann eben auch die Grundlage sein, um dafür eine Entscheidung zu treffen. Und man muss dann schon in der Lage sein zu sagen, ja, wenn ich in der Situation wäre, ich fände das okay, auch wenn es mich treffen würde. So muss man, also das wäre sowas, was ich glaube, mir wichtig ist also in der Lehre und aber auch in der Forschung. Ja, pluralistische Sichtweisen auf Dinge zu öffnen, so viel wie es nur irgendwie geht. Ja. Jemand fragt, kann denn auf Einhaltung der Beschlüsse des Pariser Klimaschutzabkommens überhaupt in Europa geklagt werden? Eine Frage vor dem Hintergrund der von Ihnen, Frau Kaufhold, erwähnten, vor dem EuGH abgelehnten Klage, die Sie erwähnt haben, und vor dem Hintergrund auch der kürzlichen Einstufung von Erdgas und Atomkraft durch die EU als nachhaltige Energieträger. Ja, noch eine sehr gute Frage. Das Pariser Klimaübereinkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der als solcher nicht eingeklagt werden kann. Man streitet darüber in der Rechtswissenschaft, welche dieser Teile rechtsverbindlich sind, welche nur in Anführungszeichen Softlaw sind, aber es gibt kein Gericht, vor das man ziehen kann, wenn man sagen kann, hier jetzt mache ich das Pariser Klimaübereinkommen als solches geltend. Das heißt aber nicht, dass das Pariser Klimaübereinkommen die Rechtsanwendung nicht beeinflussen würde und dass man nicht es indirekt zur Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung machen kann. Beispielsweise hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass sich der deutsche Staat den Artikel 20a, den ich eben schon zitiert habe, der Umweltrechtsartikel, wenn man so will, unserer Verfassung, das, was da drin steht, dass der Parlament und Regierung das konkretisiert haben, unter anderem, indem sie dem Pariser Klimaübereinkommen beigetreten sind. Das heißt, das, was das Pariser Klimaübereinkommen macht, wird hineingelesen, wenn ich es untechnisch so formulieren darf, in den Artikel 20a und ist damit wiederum Teil unserer nationalen Rechtsordnung. Und das passiert in anderen Staaten auch. Also die niederländischen Gerichte sind noch viel offener, großzügiger dabei, also ich hatte das Gericht in Den Haag zitiert, ihre nationale Rechtsordnung im Lichte des Völkerrechts, unter anderem im Lichte des Pariser Klimaübereinkommens zu interpretieren und dann dem Übereinkommen mittelbar Wirksamkeit zu verschaffen. Also beispielsweise diese Entscheidung, die Shell verpflichtet hat zur CO2-Reduktion, die schon einigermaßen spektakulär ist und auch sehr unterschiedlich, das muss man auch der Fairness halber sagen, also sehr unterschiedlich rezipiert worden ist in der Rechtswissenschaft. Also manche finden das Beste, was es jemals gegeben hat, und manche finden das absolut unterirdisch und sagen, das ging gar nicht, wir verlassen hier den Weg des Rechtsstaats, wenn ein Gericht anfängt, so frei sich dabei zu verhalten, wenn es Normen interpretiert, das führt auf Abwege. Also das in Klammern nur dazu gesagt. Aber in der Begründung nimmt das Gericht nicht nur auf das Pariser Übereinkommen, sondern auch auf UN Guiding Principles und andere internationale Rechtsquellen Bezug und sagt, wenn ich mir das alles angucke in der Zusammenschau, dann weiß ich, das Unternehmen, dass die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die Unternehmen so beachten müssen, eben auch bedeuten, sie müssen das Klimaübereinkommen beachten. Vielleicht noch einen Satz, wenn ich darf, weil es anknüpft an die vorherige Frage, die ich jetzt gerade gesagt habe,
man darüber diskutiert, ob so eine Entscheidung eigentlich, findet man das jetzt eigentlich gut oder schlecht, dass die so weit gegangen sind mit der Interpretation. Auch da finde ich es wichtig, als Testfrage immer zu stellen, wie fände man das, wenn Sie eine Norm, die, in dem Fall war es jetzt auch noch eine ungeschriebene Norm, ist aber egal, eine Norm, die bisher immer anders interpretiert wurde, plötzlich revolutionieren und ihren ganz anderen Bedeutungsgehalt zuschreiben. Unter welchen Voraussetzungen wäre ich selbst jetzt, wenn ich das Ergebnis mir nicht gefällt, wäre ich bereit, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist Rechtsanwendung, so ist das, wir haben uns darauf verständigt, auf diese Regel und jetzt gilt sie halt. Und wann denkt man, also das geht zu weit? Das vielleicht nochmal als Illustration für das, was ich eben gesagt habe, was Rechtswissenschaft, glaube ich, leisten kann, Perspektiven eröffnen und unterschiedliche Blickwinkel dazu auffordern, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, um dann eine Antwort auf Fragen zu finden. Das ist eine Frage, die man auch gut natürlich an die Politik richten könnte, aber wir können sie ja nur aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten. Die Frage lautet, wie begegnet man dem Problem, dass der Klimaschutz derzeit eher als ein gesellschaftliches Reizthema wahrgenommen wird, also Klammer auf, sofern man diese Diagnose teilen mag, als ein notwendiges Unterfangen. Also mehr Reizthema als notwendiges Unterfangen. Durch Bildung vielleicht. Also das halte ich doch für sehr wichtig. Und vielleicht komme ich einfach noch mal ganz zu Ihrer Frage ganz am Anfang zurück, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel an dieser, aber sicherlich auch an vielen anderen deutschen Universitäten, so wie ich das auch zugetragen bekommen habe von vielen Kolleginnen, sehr viele Professorinnen eigentlich mit dem Management der Bürokratie beschäftigt sind, mehr als damit zu bilden und zu forschen. Und ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ist. Und das bereitet mir eigentlich große Sorgen. Weil wir brauchen diese Energie, um unsere zukünftigen Generationen zu bilden. Wir brauchen sie, um eben die großen Probleme zu lösen, die es heute gibt. Und dort, wo nicht genug Aufmerksamkeit eben auf die Bildung gesetzt wird, das sind auch oft, glaube ich, Orte, wo es dann auch nicht besonders nachhaltig ist. In den westlichen Gesellschaften könnte man das vielleicht so sagen. Das ist jetzt eine sehr gewagte These. Aber das bereitet mir schon sehr große Bauchschmerzen, das muss ich schon sagen. Also wir brauchen Zeit, die wir den Wissenschaftlern, den Wissenschaftlerinnen geben. Es kann nicht sein, dass die hauptsächlich mit bürokratischen Aufgaben belastet sind. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ist, Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber die Akustik ist nicht ganz einfach. Ja. Deshalb man denkt, wieso versteht sie nicht, er sitzt nur 2 Meter weg. Aber Sie haben gesagt, ob Klima ein Reizthema ist. War das, was die Frage war? Nur ein Reizthema und nicht mehr ein notwendiges Unterfangen, als Sie die Frage aus dem Publikum ja, okay. Dann würde ich da vielleicht noch was zu sagen, weil das natürlich ein zentrales Problem ist, dass das so aufgeladen ist. Und es ist jetzt nicht nur das Klimathema, es ist ein zentrales Problem unserer Gesellschaft in diesem Moment, dass es nur noch schwer möglich ist und auch nur noch wenig Bereitschaft besteht, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die komplett anderer Ansicht sind und dass relativ schnell die Gesprächsfäden abreißen. Und das führt dazu, das betrifft auch das Klimathema, glaube ich. Jeder hat sich irgendwie eingerichtet in einem Bereich, in dem er oder sie meint, hier ist es irgendwie ganz gut, das ist so meine Position. Und dann, also das ist alles auch breit beschrieben, das Bubble-Dasein. Aber das ist ein zentrales Problem, ich weiß nur auch nicht, wie man es lösen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben viel im Kollegenkreis und Kolleginnen und Kollegenkreis darüber diskutiert. Wir haben viel mit Freundinnen und Freunden darüber diskutiert. Das ist wahnsinnig schwer. Und mein Empfinden ist, dass es wirklich an jeder Einzelnen und jedem Einzelnen ist, sich immer wieder die Mühe zu machen, auch dann mit Personen zu sprechen, die komplett anderer Ansicht sind, um erstmal die Chance zu haben,
aufzudecken, um was es eigentlich geht, jenseits der Phrasen, die ja abgenutzt und abgebraucht sind und die wir uns gegenseitig um die Ohren hauen. Das kann nicht sein, das kann auch nicht weiterhelfen. Aber ich glaube, es ist ein zentrales Problem, es ist eine Aufforderung an alle. Die Patentlösung, wie man darüber hinwegkommt und wie man, also das, was jetzt so auseinandergedriftet ist, vielleicht zumindest im Gespräch. Wir werden immer unterschiedlicher Meinung darüber sein, wer die Lasten zu tragen hat, wer am meisten Verantwortung hat. Das ist auch okay. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, das ist ganz normal und dann finden wir eine demokratische Entscheidung. Aber dafür müssen wir in eine Diskussion eintreten und das, glaube ich, ist was, was man nur tatsächlich, ein bisschen Pathos, aber ich sehe es so, was man nur gemeinsam leisten kann. Und jenseits dessen fällt mir zumindest im Moment nichts ein, wo ich sagen würde, ja, dann machen wir mal dieses und jenes Verfahren und dann ist es geritzt. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine kontinuierliche Daueranstrengung aller, die sich an den Gesprächen beteiligen. Und es ist auch schwierig. Also es wäre auch falsch zu denken, dass das jetzt einfach wäre. Oder dass man sich irgendwie zurücklehnen kann. Das ist sehr viel Aufwand. Diskussionen müssen geführt werden, Gespräche müssen geführt werden und vielleicht denkt man da zu einfach. Ja? Also es ist ja eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber die muss man eben auch angehen. Man muss sie sich zu Herzen nehmen und dann auch Dinge tun. Ich fasse jetzt mal mehrere Fragen zusammen. Das könnte dann so lauten, ist denn in der westlichen Welt, in der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit deswegen noch so viel Luft nach oben vorhanden, weil wir es gar nicht anders gelernt haben? Also auch wenn Sie, Frau Dümpelmann, also ein wunderschönes Gegenbeispiel gebracht haben, ist es nicht so, dass zum Beispiel unsere Semantiken, unsere Vorstellungen, unsere Konzeptionen von Natur als Objekt der Nachhaltigkeit, des Erhaltenswerten immer eingebunden ist, beispielsweise in einen Gegensatz zur Kultur und sich daraus gar nicht emanzipieren kann. Und dann schließen sich Fragen an, ob man dem nicht rechtlich begegnen müsste. Also zum Beispiel wird das Beispiel genannt, das ich nicht kenne, dass in Ecuador verfassungsrechtlich Nachhaltigkeit, die Natur als Rechtsobjekt anerkannt wurde. Also müssten wir nicht sozusagen unsere Semantiken ordnungspolitisch eben zum Beispiel verfassungsrechtlich ändern, um historischen Ballast hinter uns zu lassen? Ich glaube, zum Teil geschieht das vermutlich auch, das kann aber Ann-Kathrin besser beurteilen. Aber in wissenschaftlichen Diskursen spielt zum Beispiel die Rolle, dass Flüssen wird Recht gegeben, also verschiedenen. Gut, das sind jetzt vielleicht auch animistische Ansätze, aber da gibt es eine ganze Palette, wo sich in der Wissenschaft schon mit beschäftigt wird. Und das sind ja zum Teil auch einige dieser Perspektiven, die ich zumindest meine, wenn ich dann jetzt sage, gut, wir müssen so viele Perspektiven einnehmen, wie nur irgendwie möglich. Und es gibt eben verschiedene Menschen, die das sowieso schon seit Urzeiten tun. Wir haben es halt nur noch nicht vielleicht wahrgenommen in den letzten 100, 200 Jahren. Tatsächlich ist das eine intensive Diskussion, die zunehmend intensiver geführt wird über die Frage in den Rechtswissenschaften, über die Frage, sollten wir der Natur, Mutter Erde, einem Fluss, gibt es unterschiedliche Ansätze, den Subjektstatus zusprechen, also sie zu eigenen Rechtssubjekten, eigene Trägerinnen von Rechten machen. Was ich sofort sehe und was mir sehr einleuchtet, ist, dass das eine Diskursverschiebung bewirkt. Und dass das insoweit sehr hilfreich sein kann und dass es vielleicht gelernte Muster des Umgangs mit Natur ändern kann. Einfach schier die Tatsache, dass man diesem Teil der Natur oder der Natur insgesamt, oder da gibt es nicht nur Ecuador, also es gibt eine Reihe von Staaten, die das schon kennen oder jetzt eingeführt haben, das macht. Ich bin mir allerdings nicht, das glaube ich, dass das so bewirken kann. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Es ist allerdings auch jetzt nicht im Kern also ich bin da nicht Spezialistin, aber ich wäre vorsichtig bei der Annahme, dass es alle Probleme löst. Denn dass Naturschutz
ein Rechtsgut ist, das in Abwägung eingestellt werden muss zwischen den unterschiedlichen Interessen, die klassischerweise kollidieren, zwischen den Interessen einzelner Individuen, zwischen Interessen aus der Wirtschaft, auch an wirtschaftlicher Entwicklung und den Interessen am Naturschutz, dass die in Einklang und Ausgleich gebracht werden müssen, was im Wesentlichen eine Aufgabe des Parlaments ist, zu entscheiden, wie man was gewichtet. Daran, denke ich, meine ich jetzt, würde jetzt allein die Tatsache, dass man Rechtssubjektivität verleiht, nicht unmittelbar was ändern, und ich überblicke nicht und wäre aber nicht zu optimistisch, um sozusagen, dass das unmittelbar dazu führt, dass die Rechte der Natur immer Vorrang haben, abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch nicht die Lösung ist. Es ist ja viel schwieriger. Man kann ja nicht sagen, irgendwas hat immer Vorrang, weil man sich eben, also wenn Sie das als gesamtgesellschaftliches, sozial-ökologisches Wandel, als gesamtgesellschaftliches Projekt begreifen, dann müssen Sie es eben eine soziale Dimension mitdenken. Insofern kann man nicht, es gibt keine einfachen Lösungen. Deshalb würde ich denken, das ist ein wichtiger Ansatz, um das präsent zu machen, im Gespräch, auch im Rechtsgespräch. Aber ich würde nicht denken, dass es jetzt einfach die Lösung aller Probleme ist. Wichtig ist auch, denke ich, die Beziehungen zu beleuchten. Also es geht eigentlich immer um die Relationen zwischen Gesellschaft und Umwelt, zwischen menschlicher und nichtmenschlicher Natur, zwischen Menschen im Allgemeinen, aber dann auch, wie wir eben mit der Natur umgehen und umgegangen sind in der Vergangenheit. Es gibt eine interessante Frage, und ich blicke so ein bisschen auf die Uhr und wir kommen so langsam zum Schluss. Und die möchte ich doch noch gerne stellen, nämlich eine Frage das ist wirklich ein Begriff, den die Hörerinnen oder Hörer verwendet, zur Aufmerksamkeitsökonomie im Fall des Themas Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft. Ich halte diese Frage deswegen für so wichtig, weil ich die spiegeln kann mit Erfahrungen, die wir in dieser Ringvorlesung im letzten Wintersemester gemacht haben. Wir hatten im letzten Wintersemester das Thema Krieg aus historischer, politikwissenschaftlicher, auch wissenschaftspolitischer Perspektive, der Krieg in der Ukraine, relativ aktuell, und wir hatten natürlich auch das Thema Klimawandel, Forschung und ähnliches mehr, und wir waren immer mit dem Bestreben aus bestimmten Ecken konfrontiert, die eine Krise gegen die andere Krise auszuspielen. So nach dem Motto, oh, jetzt haben wir Krieg, jetzt müssen wir uns noch nicht um das Klima kümmern, das machen wir dann später. Und die Gäste, die wir hatten, wo immer dieses Problem auftauchte, haben sich massiv dagegen gewendet, die eine Krise gegen die andere auszuspielen. Und das ist vielleicht schon ein interessanter Hintergrund dieser Frage, und die lautet: Wie lange kann das Thema Nachhaltigkeit in einer, in Anführungszeichen, Aufmerksamkeitsökonomie im Fokus der Öffentlichkeit bleiben, was dann vielleicht auch Auswirkungen hat auf den Fokus LMU, im Fokus der Wissenschaft auf dieses Thema, vor dem Hintergrund eben anderer Bedrohungen, Klammer auf, Krieg in Europa und über Europa hinaus oder mit Blick auf andere Risiken, die dann als unmittelbarer erfahren werden. Wie sehen Sie das? Willst du anfangen? Ja, also ich glaube, auch da, man muss dran arbeiten, man muss wirklich Dinge machen, in die Hand nehmen, man muss dran arbeiten, man darf es nicht vergessen, es muss vielleicht auch was institutionalisiert werden, sodass, also aus Amerika, aus den letzten Jahren, aus diesem Kontext vielleicht gesprochen, man unternimmt da jetzt doch sehr große Anstrengungen, zum Beispiel, ich kann ja mal bei der Universität bleiben, die Professorinnenschaft zu diversifizieren, unterschiedliche Perspektiven in die Universitäten zu bringen und so weiter. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber man geht sie eben an und man geht sie auch wirklich mit, ich sag mal, viel Energie und Kraft an. Und da werden sehr viele Überstunden geleistet, wenn man das jetzt mal so quantifizieren soll. Und ich glaube, das müssen wir einfach auf uns nehmen. Also nichts hier wird einfach sein.
Und da fordert es eben jeden Einzelnen von uns eigentlich, seinen kleinen Beitrag oder ihren kleinen Beitrag zu leisten. Und wir müssen einfach auch weniger konsumieren. Das kann man vielleicht für diese Gesellschaft so ganz allgemein sagen. Und da kann sicherlich jeder seinen Beitrag leisten. Und das Wichtige ist, dass das Mainstream wird. Und insofern, das ist das, also sobald man dann sagt, ach, es ist ja interessant, dass darüber jetzt wieder geredet wird, weil eigentlich dachte ich, das ist schon Mainstream, also so ging es mir eigentlich, als ich jetzt wieder nach Deutschland kam, das müssen wir schaffen, dass das quasi ganz normal ist und dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Wir haben das ja auch mit die Emanzipation der Frau ist auch noch nicht so weit fortgeschritten. Also insofern, da gibt es noch ganz viele Themen, Emanzipierung anderer Geschlechter. Das sind alles große Themen. Wir hinken da hinterher und es gibt viel zu tun. Ja, also ich teile den normativen Claim, wenn man so will, in jeder Hinsicht. Also Klima und Nachhaltigkeit muss ein Dauerthema sein. Wird es immer ganz oben auf der Agenda stehen, als eher so prognostische Frage? Ebenso wahrscheinlich, also es muss es sein, aber genauso wahrscheinlich ist, dass es nicht immer oben an der ersten Stelle stehen wird. Das kann man beobachten, das haben Sie ja auch schon beschrieben. Deshalb sind wir alle gefordert. Es gibt aber natürlich, man kann schon auch Institutionalisierungen beobachten. Also wenn man jetzt überlegt, wann es das erste Mal in Deutschland ein Umweltministerium gab, jetzt haben wir sogar ein Ministerium, das auch Klima im Titel trägt. Es gibt schon so Sedimente, die bleiben über die Wellen hinweg der Aufmerksamkeit und es wird uns nie verlassen. Also selbst wenn wir die Augen zumachen und uns nicht mehr damit beschäftigen wollen, ist es immer da. Das bringt nichts zu denken, es wird schon verschwinden, es wird uns immer begleiten, es wird auf Dauer da sein. Nicht immer ganz oben, erste Seite der Tageszeitung oder erste Nachricht. Das ist vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, weil es an allen Stellen immer wieder verhandelt werden muss und im Alltag immer wieder verhandelt werden muss und da Lösungen gefunden werden müssen, sodass vielleicht, das ist vielleicht meine optimistische Natur, es auch was Positives hat, dass es nicht mehr ganz oben auf Seite 1 steht, sondern was im Alltag abgearbeitet werden muss. Mit jedem Einzelnen, der seine Entscheidungen trifft oder ihre Entscheidungen trifft. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben ein kleines, aber nicht ganz einfaches Ritual entwickelt und dieses Ritual besteht in einer Abschlussfrage und die lautet immer gleich. Also. Die lautet, wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an unseren heutigen Abend, an die Fragen aus dem Publikum, was wir miteinander besprochen haben. Gibt es dann etwas, was bleibt? Gibt es einen Satz, gibt es einen Begriff, gibt es eine Frage, gibt es irgendeinen Punkt, der Ihnen in Erinnerung bleibt? Wir können auch sagen, nein, die ganze Veranstaltung steht für sich. Was meinen Sie? Soll ich anfangen? Ja, fangen wir. Ich werde mitnehmen die Frage, wie das Recht in der Vergangenheit über die Zukunft nachgedacht hat. Ich kann es halbwegs gut überblicken für die neue Verfassungsgeschichte, aber da kann man sicherlich mehr draus machen. Und es gibt das ist, glaube ich, eine interessante Forschungsperspektive, auch schon, du hattest das gesagt, es gibt da schon einiges an Literatur jetzt dazu oder an Forschung, die im Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgericht intertemporale Freiheitssicherung steht, aber das wird uns weiter begleiten und ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die ich mir in mein kleines mentales Notizheft geschrieben habe. Ja, ich glaube, das würde für mich auch so sein, weil ich das ganz spannend finde. Natürlich gibt es viel Literatur zu Zukunftsstudien oder zu Ideen von Zukunft in der Vergangenheit. Und ich lasse mich gerne belehren, wo die Studien sind zur Nachhaltigkeit in diesem Kontext. Vielleicht gibt es sie ja schon. Ja, so, jetzt muss ich Danke sagen. Jetzt möchte ich Danke sagen und weil der Dank aufrichtig ist, muss ich dazu auch aufrecht stehen. Das hat mir die Regie so vorgegeben. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Wir hatten eine tolle Veranstaltung. Sie haben so viele Aspekte dieses Themas Nachhaltigkeit
gezeigt und Sie haben vor allem auch exemplarisch gezeigt, was die Universität als Institution der Wissenschaft und was die Wissenschaft zu diesem Thema leisten kann. Und ich glaube, das ist durchaus in der Tat entscheidend. Also wir leisten hier an der Universität doch einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft, insbesondere zur Gestaltung der Zukunft dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Beitrag, den muss man immer wieder vermitteln, damit er nicht bei den vielen anderen Aufmerksamkeitsfeldern, wir haben das gerade angesprochen, zu kurz kommt. Also vielen herzlichen Dank nochmal für Ihren tollen Input. Dann möchte ich mich bedanken bei der Media School, die uns so wunderbar begleitet hat. Ich möchte mich bedanken bei der Münchner Universitätsgesellschaft nochmal, die das alles hier ermöglicht hat. Und last but not least möchte ich mich natürlich bedanken bei Ihnen, beim Publikum hier im Raum, in der großen Aula und beim Publikum vor den Monitoren bei unserem Online-Publikum. Sie sind jetzt natürlich meiner Bitte, ganz fleißig mitzudiskutieren und Fragen und Anmerkungen zu formulieren, nachgekommen, und zwar so fleißig, dass wir gar nicht alle Fragen behandeln konnten. Dafür bitte ich um Nachsicht, aber ich freue mich umso mehr, dass Sie da so aktiv daran teilgenommen haben. Und ich habe noch eine Bitte. Wie Sie wissen, seit den Corona-Zeiten, seit wir das alte Format der Ringvorlesung aufgegeben haben, sind Sie es, die dieses Format eigentlich weiterentwickeln. Und deswegen würde ich Sie bitten, evaluieren Sie dieses Format, evaluieren Sie diese Veranstaltung. Sie hier im Raum können das tun mit dem entsprechenden Link, das finden Sie über den QR-Code hier auf Ihren Blättern, und Sie zu Hause können das auch tun über den QR-Code in der Folie, die gleich eingeblendet wird, oder über den entsprechenden Link, den Sie in der Chat-Kommunikation bei Zoom finden. Und auch dafür möchte ich mich herzlich bedanken, wenn Sie uns helfen, mit Ihrem Feedback diese Veranstaltung weiterzuentwickeln. Und dann bleibt mir nur noch den Ausblick zu geben. Wir haben den Rhythmus ein bisschen geändert, weil wir schon sagen, wir möchten eine Veranstaltung machen, die sozusagen eine kleine Ringvorlesung ist, auch wenn uns das heute nicht in Vollbesetzung gelungen ist, aber das nächste Mal werden wir mal gucken. Deswegen haben wir unseren Rhythmus ein bisschen gestreckt, und vor allem diese Ringvorlesung wird nicht auf das Wintersemester beschränkt bleiben. Sie werden sie also im ganzen Jahr verfolgen können. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, so ein bisschen kurzfristiger auf aktuelle Themen einzugehen. Wir werden also 4 Veranstaltungen verteilt über das ganze Jahr haben, also nicht nur wie in den vergangenen Semestern eine Ringvorlesung nur im Wintersemester. Die nächste Veranstaltung findet statt am 23. Januar. Wer kommen mag, kann gerne kommen und ist herzlich eingeladen. Und wenn Sie online teilnehmen wollen, würden wir Sie einfach bitten um eine Anmeldung, und die Anmeldung wird so ab Mitte Dezember möglich sein. Am 23. Januar findet unsere nächste Veranstaltung statt, und das Thema wird sein KI. Wir hatten ja schon mal ein ganzes Wintersemester die KI-Lectures, aber das Thema KI nimmt eine so rasante Entwicklung, und es betrifft uns in der Wissenschaft so fundamental, dass wir uns entschlossen haben, das Thema nochmal aufzugreifen. Also ich würde mich freuen, wenn ich Sie am 23. Januar wieder begrüßen darf, und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.